Ihr habt Lust auf ein Luxuswohnmobil? Dann seid ihr hier goldrichtig. Ich zeige euch heute den Hymer ML i780. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und wir fangen direkt an. Das Fahrzeug hat eine Länge von 7,89 Meter, eine Breite von 2,35 Meter sowie eine Gesamthöhe von 2,96 Meter. Und eins ist klar, eine riesen Heckgarage. Also wenn wir hier jetzt mal reinschauen, da geht so einiges rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr hier euren E-Roller oder euren Benzinroller mit dabei habt. Habt eine Zuladung von 350 Kilo mit Außendusche selbstverständlich. Der fahrbereite Zustand liegt hier bei 3905 Kilo und eine zulässige Gesamtmasse von 4,5 Tonnen. Sprich, ihr habt knapp 600 Kilo gut. Das zeige ich euch später, werde ich euch später mit einblenden. Wir gehen direkt rein und was sofort auffällt, ist diese große Luxus-Dinette, Echtleder, traumhaft Mercedes-Benz Sprinter. 170 PS, Hymer Premium Voll LED Scheinwerfer, LED Nebelscheinwerfer inklusive statischen Kurvenlicht. Hier habt ihr die volle Hütte. 9-Gang Automatikgetriebe, Multifunktionslenkrad, elektrische Frontscheibenerwärmung, Sitzheizung, ein super Material. Schauen wir uns mal die erste Klappe an, direkt hier im Fahrerhaus, und es fällt schon auf, wir haben hier richtig viele Stauräume. Auf jeden Fall haben wir hier mal ein Wohnmobil, wo man wirklich auf lange Reisen gehen kann und das alles in absoluter Luxusausstattung. Freiheit und Luxus ist hier wirklich groß geschrieben. Sehen wir die Comfort Plus Eingangstür inklusive Zuziehhilfe mit Sicherheitsschloss, übrigens auch für die Fahrertür. Der Eimer an der Eingangstür, das ist typisch Hymer, aber hier richtig tief. Also hier kriegt ihr auch wunderbar eure Regenschirme mit unter. An der Seite befindet sich ein Spiegel, der kurze Outfit-Check, bevor man rausgeht. Im Doppelboden befindet sich, so wie hier, hauptsächlich die Elektronik sowie die Sicherungen. Machen wir gleich wieder zu. Auf zum nächsten. Wie sieht es unter der Sitzbank aus? Da befindet sich eine Schublade zum Ausziehen, bis 15 Kilo belastbar. Die Küche ist ausgestattet mit einem großen Fenster, einem 3-Flammen-Gasherd, hier unten haben wir einen kleinen Apothekerauszug, Gewürze, Öl, alles kriegt ihr mit rein. Der Besteckkasten wie üblich gehört mit dazu. Recht große Schubladen, wie gesagt bis 15 Kilo belastbar. Für die Töpfe findet ihr selbstverständlich auch Platz.
Und hier haben wir dann den Gasblock sowie 2 weitere Auszüge, die jeweils bis 15 Kilo belastbar sind mit Mülleimer. Und hier das wunderschöne Dekor vom Hymer. Hell, freundlich, so muss es sein. Hier haben wir tatsächlich einen Backofen, der natürlich von unten aufgeht, nicht von oben, wie ich es erst versucht hatte. Gefrierfach beidseitig zu öffnen, wie auch der Kühlschrank. Gefrierfach recht groß. Das Ganze hier von Dometic. Auch wirklich ausreichend. Und direkt darunter befindet sich ein weiterer Auszug. Hier haben wir jetzt das Backblech drin. Direkt daneben befindet sich ein großer Kleiderschrank. Insgesamt mit 4 Fächern. Auch mit Kleiderstange. Ich denke, der ist schon sehr, sehr großzügig. Auch hier haben wir eine Truma Klimaanlage verbaut. Ja, gehört mittlerweile schon zum guten Standard. Hier befindet sich die Dusche. Ich werde es euch später auch nochmal zeigen. Das Raumbad ist komplett verschließbar, separierbar vom gesamten Wohnraum. Holzgitter mit dabei. So, schauen wir uns jetzt mal den Schlafbereich an. Hier sind 2 Längseinzelbetten, Fernseher 22 Zoll. Ja, ich kriege es jetzt natürlich mit einer Hand nicht rausgeschoben. War auch klar, ich probiere es immer wieder. Funktioniert nicht. Wir schauen uns die nächste Klappe an. Auch rundum im Schlafzimmer habt ihr genügend Staumöglichkeiten. Fenster beidseitig. Macht es natürlich alles schön hell. Auch hier, ja, kurzer Blick reicht. Ich denke, ihr habt es gesehen. Aber wie gesagt, diese Liegewiese, die kann sich sehen lassen. Also hier, denke ich, verbringt man schöne, schöne Träume. Natürlich kann man es auch auseinanderbauen. Mach mal kurz, damit ihr einen besseren Einblick für das Ganze gewinnen könnt. Hier haben wir dann noch die 230 Steckdose sowie eine USB-Büchse. Ideal, um das Handy über die Nacht aufzuladen. Hier die Drittstufe. Die obere ist zu öffnen. Haben wir die Leiter drinnen. Die untere ist nicht zu öffnen. Jetzt machen wir links daneben. Haben wir wieder einen weiteren Kleiderschrank mit Kleiderstange. Also für die Kleider, für die Klamotten ist auf jeden Fall gesorgt hier im Wohnmobil. So wie rechts auch. So, und dann schauen wir jetzt noch unter der Matratze nach. Könnt ihr sehen, kein üblicher Lattenrost. Hier können wir es wunderbar hochziehen dank den 2 Gasfedern. Und hier nochmal super zum Beladen des Kleiderschrankes. Oder was auch immer ihr reintun wollt. Jetzt zeige ich euch noch die Trennwand, wo ihr den Schlafbereich separieren könnt. Ich kriege es natürlich mit einer Hand jetzt wieder nicht in den Moment. Ich werde jetzt erstmal die Kamera zur Seite stellen. Schauen, dass sie einen sicheren Stand hat. Und dann machen wir das Ganze mit 2 Händen. Dann geht es natürlich auch. So, mit den 2 Händen funktioniert es natürlich auch.
Machen wir einfach mal zu. Ja, also hier. Und dann fasst einfach den Fernseher noch ein Stückchen vor. Und dann hat sie hier eine richtig tolle Liegewiese mit gigantischem Blick auf den Fernseher. Wir machen auf und jetzt schauen wir uns endlich das Raumbad an. So, jetzt öffnen wir das Ganze. Wir haben hier natürlich einen Spiegel in der Tür. Und das ist doch mal wirklich ein Raumbad mit einer Keramik Tedford Kassettentoilette. Auch hier, wie soll es anders üblich sein, ausreichend Platz. Machen wir die zweite Schranktür auf. Ja, also ich denke, hier kriegt man wirklich alles rein, was man fürs Bad dabei haben sollte. Hier eine Steckdose für einen Föhn oder den Rasierapparat. Tolles Waschbecken. Toilettenrollen könnt ihr hier ideal verstauen. Gibt es auch extra das Fach, wo man sie reinlegen kann. Kommt es vorne schön sauber raus. Ja, das sieht doch einfach ordentlich aus. So, hier bin ich. Hallo und wir machen die Türe zu. Das war's auch von meiner Seite. Ich blende euch die Preise ein, sämtliche Details und wie ihr auch lesen könnt, gibt es derzeit beim Glück die Hubstützanlage geschenkt im Wert von 7.990 €. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht mit euch. Um kein Video in Zukunft mehr zu verpassen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Dominik.